Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe Kursstufe. Diesmal, wie ihr schon sehen könnt, mit zwei Geraden. Ja, wir werden jetzt dieses Video einen Teil machen von dem großen Thema, was passiert, wenn wir zwei Geraden im Raum, also ihr seht, das sind drei Koordinaten, vergleichen. Also sozusagen Schnittmengen zwischen Geraden im Raum bilden. Ja, es gibt zwei Verfahren, die man beide überprüfen muss. Und dann je nachdem auch mehrere Lösungen. Und zwar liste ich die hier gerade mal ganz kurz auf. Erstens, sie können sich schneiden. Das kennen wir ja schon aus, ja, aus den Geraden, die nicht im Raum, sondern in der Ebene liegen. Aber im Raum können die Geraden ja natürlich auch aneinander vorbeilaufen. Das nennt sich dann windschief. Und die Geraden können parallel sein, dann schneiden sie sich ja auch nicht. Und sie können identisch sein, dann schneiden sie sich sozusagen unendlich oft. Ja, wir werden jetzt diese vier Fälle durchgehen und uns angucken, wie man das ausrechnet. Es ist eigentlich immer dasselbe Verfahren und man sieht während dem Ausrechnen, was da so passiert. Und am Ergebnis kann man dann entscheiden, was es ist. Ja, um Platz zu sparen, lösche ich das hier gerade mal wieder. So, also als allererstes vergleicht man die beiden Richtungsvektoren, also der hier und der hier, nach linearer Abhängigkeit. Das bedeutet, ich kopiere das gerade mal, nicht unbedingt R, sondern wir haben es mit K gelernt. So, das kann man meistens im Kopf machen. Man versucht jetzt K rauszukriegen und schaut, ob es irgendwo Unterschiede gibt. Also wenn K immer dasselbe ist, dann sind sie linear abhängig, ansonsten nicht. Wenn sie nicht linear abhängig sind, dann wenn sie linear abhängig sind, dann können sie ja logischerweise, da sie in dieselbe Richtung zeigen, nur parallel oder identisch sein. Nicht windschief und sich auch nicht nur schneiden. Wenn sie nicht linear abhängig sind, können sie nicht mehr identisch sein und auch nicht parallel. Und in die Richtung zeigen, sagt schon der Name Richtungsvektor. Ja, gucken wir uns den Fall mal hier an. Ich gebe euch zu jedem Fall ein Beispiel und versuche dazu immer ein bisschen was zu sagen und euch zu zeigen, wie man das rechnet. Es ist eigentlich immer Schema F. Also 3 ist gleich, also ich gehe jetzt mal hier in die zweite Gleichung rein. Also man nimmt ja erstmal die oberste Gleichung, 2 ist gleich 3k, dann die zweite Gleichung ist 3 ist gleich k und die letzte Gleichung ist 2 ist gleich 5k. So, ich habe jetzt gerade die zweite Gleichung schon gesagt, 3 ist gleich k und die oberste Gleichung ist 2 ist gleich 3k. 2 ist gleich 3k, dann ist k 2 durch 3, also 2 Drittel. Bei dem hier kommt raus, k ist 3. 2 Drittel und 3 ist schon mal nicht mehr dasselbe, das heißt, sie sind auf jeden Fall linear nicht abhängig, also unabhängig. Das heißt, sie können nicht mehr identisch und nicht mehr parallel sein. Klar soweit? Gut. Machen wir weiter. Was gibt's als nächstes? Sie können sich schneiden. Schneiden bedeutet immer, dass das x hier dem x entspricht. Das heißt, sie müssen irgendwo aufeinandertreffen und dazu muss einfach diese Gleichung die hier erfüllen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Ich zeige es euch einfach mal. Man setzt einfach die beiden Körper ohne das vorne dran gleich. So, und schon fertig. Ja, jetzt muss man es halt noch ausrechnen, das ist das nicht ganz so tolle daran. Deswegen, ja, machen wir mal. Ohne Formel geht genauso fix. Ich scroll mal ein bisschen hoch. Das Wichtige sieht man ja trotzdem noch. Also man hat wieder mehrere Gleichungen. Erste Gleichung. Ne? Warum funktioniert der Tabulator nicht? 3 plus. Also man geht wieder nach Zeilen. Ihr seht, ich lese es gerade nur aus der oberen Zeile ab. 3 hier. T bezieht sich auf jede Zeile. 2, Achtung, achtet darauf, dass diese Parameter hier nicht dasselbe sind. Also T und R, das müssen zwei unterschiedliche sein.
Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, warum müssen die zwei unterschiedliche sein? Ansonsten gibt es ja nur ganz, ganz wenige Stellen, wo sie sich schneiden könnten. Nämlich, wenn jetzt hier rein zufällig gerade das T und das T aufeinandertreffen. Also es gibt eigentlich viel mehr Stellen, wenn man hier zwei unterschiedliche Parameter nimmt. Also achtet einfach darauf, dass es unterschiedliche sind. Und ich lese wieder die oberste Zeile ab. 8, nein, nur die 8. 8 plus R mal 3, also 3R. Gut. Nächstes. 5 plus 3t gleich 2 plus R. Und letztes. 4 plus 2t. Und ihr seht, wir kommen unserem linearen Gleichungssystem immer näher. Wir haben jetzt hier zwei Variablen, aber zum Glück drei Gleichungen. Da kann man es dann nochmal überprüfen. Ja, so. Jetzt bringen wir erstmal die ganzen natürlichen Zahlen ohne Parameter auf eine Seite, nämlich auf die rechte, und die mit den Parametern auf die linke Seite. Das mache ich gerade mal hier, dass ich nicht so viel schreiben muss. Wir machen auf beiden Seiten minus 3, dann ist die 3 hier weg. Also 8 minus 3 ist 5. Dann machen wir auf beiden Seiten minus 3r. Dann ist das r auf der Seite. So, hier machen wir auf beiden Seiten minus 5. 2 minus 5 sind minus 3. Und hier machen wir minus r. Ja. Das Minus sollte vielleicht darüber. So. Und hier machen wir auf beiden Seiten erstmal minus 4. 7 minus 4 sind 3. Auf beiden Seiten minus 5r, dass die hier weg sind. Also minus 5r. So, sieht schon ordentlich aus. Jetzt versuchen wir eine Variable zu eliminieren. Und wie wir schon sehen können, wäre hier vielleicht t gar nicht so doof zu eliminieren aus der ersten und dritten Gleichung. Deswegen machen wir das doch gleich mal. Also wir können ja auch einfach die Gleichung abziehen. Minus 3. Oh. Erste Klammern, dann. So. Also ich ziehe von der ersten Gleichung die dritte ab. Also 1 minus 3. 2t minus 2t. Ja, ist 0. Das wollten wir ja. Minus 3r minus 5r. Also plus 5. Minus 5r, also plus 5r. Macht dann 2r. Ist gleich 5 minus 3 sind 2. Dann kommt für r 1 raus. Und schon haben wir unsere erste Variable. Jetzt setzen wir das r mal hier ein, in die zweite. In die zweite Gleichung, dann kommt für t, Moment, wo bin ich? 3t minus 1, also packen wir, ich schreibe es hin, 3t ist gleich, ja hier minus 1 für das r hier, also 1 einsetzen, da es minus r ist, kommt minus 1 raus, hier ist minus 3, dann packen wir das auf die andere Seite und haben hier nur noch minus 2. So, in dem Fall wäre t 3 durch minus 2, also nein, das sollte ein Minus werden. Minus 3 halbe, also 1,5. So. Und jetzt packen wir das alles beides in diese Gleichung und in diese Gleichung und gucken, was da rauskommt. Also. (2t), also 2 mal minus 1,5, 2 mal minus 1,5 sind minus 3, minus 5 mal 1 sind 5, ist gleich 3.
Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Minus 3 minus 5 ist minus 8. Und minus 8 ist eher selten 3. Beziehungsweise gar nicht. So, dann haben wir hier einen Error. So heißen die Dinger. Und das bedeutet, unser Gleichungssystem, also eigentlich lineares Gleichungssystem, unser LGS hat keine Lösung. Das heißt leere Menge. Also theoretisch müsste man jetzt hier noch ein L drunter schreiben, dann einfach Klammer auf, Klammer zu und fertig. Also da wir keine Lösung haben, ich mache das gerade mal wieder weg, hat diese Gleichung hier keine Lösung. Das heißt, es gibt keinen Fall, in dem dieses x diesem x hier entspricht. Also wird niemals diese Gerade G die Gerade H schneiden. Das heißt, es gibt keinen Schnittpunkt. Was bleibt uns dann noch übrig? Sie sind nicht identisch, weil sie keinen Schnittpunkt haben und weil sie nicht in dieselbe Richtung zeigen. Sie sind nicht parallel, weil sie zeigen ja nicht in dieselbe Richtung. Und sie haben keinen Schnittpunkt, weil dieses schöne Gleichungssystem keine Lösung hat. Das bedeutet, sie sind windschief. Das schreibe ich gerade mal kurz hin. Ja, und das ist eigentlich auch schon das, was wir herausfinden wollten. Denn mehr gibt es ja nicht. Beim Schnittpunkt könnten wir jetzt noch den Schnittpunkt rauskriegen, aber bei windschief gibt es ja nichts mehr. Ja, das war's auch damit schon wieder. Ich mache im nächsten wahrscheinlich einen anderen Fall. Lasst euch überraschen. Es wäre langweilig, wenn ihr gar nicht mitdenken müsstet. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.